Du heißt Ivan. Genau. Du bist aber aus Syrien. Ivan ist doch aber ein russischer Name. Genau. Wie passiert denn das? Die erste Frage, die ihr stellt, sollte nicht sein, was arbeitest du, wie viel verdienst du, kannst du für meine Tochter sorgen. Allah ist Ar-Razzaq, Allah versorgt. Keiner wird kommen und deine Ehe retten, wenn die mal brennen sollte. Wenn es euch am Herzen liegt, dass ihr irgendwann keine Talahon-Kinder haben möchtet. Vor allen Dingen Freunde, weil sehr viele Ehen wurden auch getrennt durch Freunde. Ich kann jetzt nicht einfach jemanden herholen und sagen, guck mal meine Eltern, ich bin jetzt verheiratet, da ist die Frau. Die würden denken sich, was ist das denn? Wir finden das gut, was ihr macht. Wir haben direkt von beiden schon gesagt, allein durch dein Allahumma barik schön waren, gesagt, das ist irgendwas Islamisches. Bei uns Kurden, das ist so, ja. Die machen das, aber in meiner Familie nein. In den meisten Fällen sind sogar die Eltern und die Schwiegereltern die Gründe, warum es zu einer Scheidung kommt. Heirat oder Einsamkeit, Kultur oder Religion, Bescheidenheit oder Augendienerei, Eltern oder Ehepartner, fähig oder unfähig. Bist du bereit für die Ehefähigkeit? Erstmal danke, dass du dir Zeit nimmst dafür, für dieses Interview. Magst du so ein bisschen über dich erzählen? Wer bist du, was machst du so? Ja, also mein Name ist Ivan, ich bin 16 Jahre alt und komme aus Syrien Okay. und Nähe Dortmund da. Krass, du heißt Ivan. Genau. Du bist aber aus Syrien. Ivan ist doch aber ein russischer Name. Genau. Oder? Wie passiert denn das? Ja, keine Ahnung, meine Mutter hat das Namen schön gefunden, deswegen hat er mich so ernannt. Okay, aber deine Mutter und dein Vater sind Syrer. Genau, die sind beide Syrer. Alhamdulillah Muslime. Ich mache mit einem syrischen Ivan gerade ein Interview. Krass, sein Name ist Ivan. Heftig. Aber er ist Syrer. MashaAllah. Ich heiße Abdul, ich bin 16 Jahre alt und ich komme ursprünglich aus Afghanistan und ich lebe so seit 6 Jahren in Deutschland. Also ich bin Student in der 9. Klasse und ich bin 16 Jahre alt und ich bin Türkmen. Okay, was ist Turkmen? Kannst du das vielleicht unseren Zuschauern ein bisschen erklären? Also ich habe ein bisschen gemischte Wurzeln, vor allem Türkisch, Syrisch und Kurdisch. Okay, kannst du auch diese Sprachen? Ich kann nur Türkisch und Arabisch, Kurdisch nicht. Arabisch kannst du? Ja. MashaAllah, okay. Also ich heiße Mohammed, bin Libanese, 30 Jahre alt, arbeite hier und da. Und ja, das bin ich. Ich bin 19 Jahre alt, ich komme aus Gelsenkirchen, ich bin Ayub, ich bin mit dem Namen bekannt und bin heute in Essen. Also mein Name ist Attila Öztürk, ich komme aus der Türkei, bin auch geboren. Ich bin 14 Jahre alt und ja, bin jetzt seit 5 Jahren, also seit ich 5 war, bin ich jetzt hier umgezogen. Ich bin aus Syrien, ich bin 21 Jahre alt und mache eine Ausbildung bei der Deutschen Industriebank. Ich bin Mustafa, ich bin 16, Okay. aus Syrien. Ich bin 28, ich bin hier in Deutschland seit 10 Jahren. Ich arbeite als Friseur, mache Sport. Ich bin 32, ich komme aus dem Libanon. Du bist auch Libanese. Bruder, du glaubst, du bist heute der 7. Libanese, den wir heute antreffen. Ich bin verheiratet. Okay, dann musst du so ein bisschen passiv bleiben. Da musst du ein bisschen ihn. Assalamu alaikum, Bruder. Alaikum salam. Ich bin 28 auch, Libanon, aus dem Libanon. MashaAllah. Bin aber in Deutschland geboren. Krass, okay, MashaAllah. Bruder, du hast eine sehr sympathische Ausstrahlung, Bruder. Sag dir, Bruder, von was das kommt, Bruder. Vom Gebet. Allah barak. Kann ich nur jedem zu Herzen legen. Die 5 Pflichtgebete sind A und O. Weißt du? küsse. Allah subhanahu wa ta'ala, das erste, wonach du im Grab befragt wirst, ist sowieso erstmal Min Rabbuk, Man Dinuk und Man Kitabuk. Weißt du? Und am Tag der Abrechnung ist das Gebet an erster Stelle. Ist das Gebet gut, ist alles andere gut. Halt, stopp! Fi sabilillah. Hör mir genau zu. Mehr als 90% der Zuschauer verpassen die Möglichkeit, sich an dieser Dauer zu beteiligen. Durch dein Abo und deine Empfehlung schaffen wir es, in den Algorithmus zu gelangen, um eine Reichweite für diese Botschaft zu erlangen. Allah schwört und sagt in Surah Al-Asr, dass sich jeder Mensch in Verlust befindet. Außer diejenigen, die rechtschaffene Werke verrichten und sich einander die Wahrheit empfehlen. Nun liegt es an dir, Supporter von Haq und unserem Dienst zu werden. Ein schneller Klick für dich, ein großer Support für diese Dauer. Sadaqa Jariyah. Okay, ich fange mal so langsam an. Ich führe das Konzept so ein bisschen an. Es geht speziell um die Ehefähigkeit. Da habe ich einige Fragen für dich vorbereitet und am Ende hoffe ich, dass du auch einen Nutzen davon haben wirst. Wenn wir 10 Personen auf der Straße anhalten würden und diese 10 Personen nach ihrer Vorstellung bezüglich der Ehe fragen, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir 10 gleiche Meinungen haben werden oder 10 unterschiedliche Meinungen haben werden? Ich glaube 10 unterschiedliche Meinungen. Wir werden, ich glaube, vielleicht nicht 10, aber so 8 unterschiedliche Meinungen bekommen. Es kommt drauf an, ich glaube, manche werden gleiche Meinung haben und manche auch verschiedene. Also ich würde sagen, viele unterschiedliche Meinungen. Ich würde sagen eher unterschiedlich. Genau. Jeder hat andere Lebensaspekte im Leben und jeder hat
andere Wertevorstellungen. Ich gehe davon aus, dass es 10 unterschiedliche Meinungen sein werden, weil jede Meinung von jeder Person wird anders. Weil ja jeder eine andere Ethik und moralische Vorstellung hat. Ich glaube, es ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass wir unterschiedliche Meinungen bekommen, ja. Unterschiedliche. Also ich würde auch sagen 10 unterschiedliche. Okay. Sehr viele unterschiedliche, verschiedene Meinungen. Also können wir sagen, dass diese Meinungen subjektiv zu betrachten sind nicht objektiv. Genau, aus der eigenen Perspektive und auch aus dem Elternhaus. Also die gucken sich die Betrachtung der Eltern an und dann, je nachdem, haben die noch verschiedene Meinungen. Gut, dann kommen wir mal zu der ersten Frage. Willst du irgendwann mal heiraten oder eine Familie gründen? Ja, inshallah. Natürlich, also es vervollständigt die Hälfte des Religions sozusagen. Ne? Wenn die richtige da ist, dann auf jeden Fall. Ja, inshallah. Inshallah, wenn die Möglichkeit da ist, gerne. Inshallah, wenn Allah Azza Jal mir mein Nasib gibt. Ja, auf jeden Fall. Ja, inshallah. Ja, inshallah. Inshallah, wenn die Richtige kommt, wenn ich auch die Richtige bin, für die Richtige, dann Inshallah. Inshallah. Kilchi Maktub. Alles ist Nasib. Natürlich, wenn Allah subhanahu wa ta'ala mir die Möglichkeit gibt, eine rechtschaffende Frau zu finden, dann ja. Die halbe Religion, weißt du? Und du merkst auch, wenn der Mann heiratet, der wird ruhiger. Der kommt von der Straße weg. Er lässt die Finger von Drogen. Er konzentriert sich auf Familie. Und wenn er die erste Tochter oder das erste Kind sieht, er fokussiert sich dann nur noch auf seine Familie, weißt du? Alles andere um ihn schmeißt er weg. Welche Voraussetzungen sind deiner Meinung nach nötig, damit man ehefähig ist? Voraussetzungen wären auf jeden Fall, einen starken Imam zu haben, also den Glauben mit sich zu tragen. Ich glaube, Imam reicht und auch eine gute Familie zu haben, das würde reichen. Der Rest kommt von Allah. Eine sehr interessante Frage. Ein gutes Einkommen hat und gut erzogen zu sein, so sicher fühlt, dass man eine Familie führen kann. Also man muss auf jeden Fall erstmal gut verdienen, so, dass man seine Familie so erst ernähren kann und ein Haus beispielsweise so zu bekommen und so. Ja, auf jeden Fall. Okay, also finanzielle Stabilität. Genau das. Sorgen können, um Kinder umzugehen. Dass man weiß, wie man sie erziehen kann und nicht so wie manche anderen so. Ewig, also ich würde sagen, erstens muss sie meiner Religion sich anpassen können. Also sie muss Muslimin sein. Und Einen Moment, es geht um die Ehefähigkeit von dir, nicht von der Frau. ach so, also ich habe vor, erstmal zu studieren, damit ich auch eine gewisse Budget habe, damit wir wirklich was zukünftig machen. Und ein Führerschein und Geld ist ja auch nötig für die Ehe. Ich denke mal, das ist dann auch bei jedem gleich. Also Treue, Liebe, Geborgenheit, gewisse Sicherheiten. Man sagt ja, Allah Azza Jal hat uns in Paaren erschaffen. Man sollte wissen, dass man Fürsorge oder generell die Sorge für deine Frau und für sich selber haben sollte. Den Verstand zu haben, wo man sagen kann, ey, ich bin ein Mann, ich habe Arbeit, ich habe Haus, ich bin gottesfürchtig, ich heirate eine gottesfürchtige Frau. So würde ich für mein Gender kämpfen und für ihren Gender. Also erst, man muss über 18 sein, finde ich. Das ist mir schon mal wichtig. Und muss auch sein, dass du mit dir gut befreundet bist, dass ihr euch auch schon gut auskennt, dass ihr auch sicher seid, dass ihr heiraten wird, ob ihr wirklich auch zusammenleben möchtet. Man muss einfach arbeiten, die Familie versorgen können und die Religion halt können, auswendig können sozusagen. Man muss nur reif sein und so. Okay. Voraussetzungen, Allah zu fürchten, Nummer 1. Das ist schwer. In der heutigen Generation ist das sehr, sehr schwer. Allah, sobald du die Tür verlässt, kommt einer und du schaust schon dahin, obwohl du das noch nicht mal möchtest. Wie einfach Allah subhanahu wa ta'ala die Religion macht. Der erste Blick ist für dich, der zweite ist gegen dich, weißt du? Rechtschaffen zu sein und seine Blicke zu senken, weißt du? Aber wenn du mich jetzt fragst, welche Voraussetzung ist, als allererstes, die Gottesfurcht muss da sein, zu 100%. Sagen wir mal, du hättest heute eine passende Frau gefunden und du könntest sie sofort heiraten. Müsstest du zuerst Überzeugungsarbeit leisten, um die Bestätigung und die Zustimmung von deinen Eltern einzuholen, oder könntest du sie ohne weiteres, ohne Probleme direkt heute heiraten? Ja, wenn sie mir gefallen würde, auf jeden Fall, klar, warum nicht? Okay, das heißt, du bist dann da ein bisschen unabhängig von deinen Eltern, dass du sagen kannst, ich heirate sie. Ja, mittlerweile bin ich auch an einem Alter angekommen, wo ich auch selber schon die Entscheidung tragen kann. Natürlich hole ich die Meinung der Eltern ein, aber der größte Teil wird dann bei mir liegen. Genau, also bei uns ist genau dasselbe, dass man erstmal so eine Erlaubnis einholen müsste. Wenn meine Eltern sich sicher fühlen, also bei mir, dass ich schon ein Leben alleine führen kann und dass ich schon selbstständig leben kann. Wenn sie sich sicher fühlen bei mir, dann haben sie das schon sozusagen erlaubt. Nee, ich glaube, man muss erstmal zu seinen Eltern gehen, erstmal sich vorstellen, wie man... Ich meine nicht die Eltern von der Frau, sondern deine Eltern. Ach so, meine Eltern. Also müsstest du zuerst deine Eltern überzeugen, damit du heiratest? Nee, also wenn die sehen, dass sie mir gefällt und die auch gut drauf ist und so, dann würden die sagen, ja, kein Problem, ihr könnt heiraten so. Okay. Weil ich noch 16 Jahre alt bin, würde ich überhaupt meine Eltern nicht fragen, weil die Antwort wäre noch ganz klar. Erstens, ich bin gar nicht bereit für sowas und wenn ich sozusagen das machen würde, dann wäre das gar nicht gut. Die kann dann nicht
ihre Träume erleben. Also wenn sie schön eine Hochzeit will oder was anderes, das geht ja nicht. Ich glaube, Transparent antworten. ja, guck mal, also ich glaube, ich sag dir ehrlich, einfach direkt heiraten, das wäre nicht möglich. Man will bei so einer Rida al-Walidain. Man will, dass die Eltern davon Bescheid wissen, dass die Eltern auch damit einverstanden sind. Ich kann jetzt nicht einfach jemanden herholen und sagen, guck mal, meine Eltern, ich bin jetzt verheiratet, da ist die Frau. Die würden denken sich, was ist das denn? Deswegen natürlich zuallererst Eltern fragen, hey, da ist dieses Mädchen, ich möchte sie gerne heiraten. Ich möchte auch eure Einverständnis haben. Die sollen ja auch mit dem Mädchen zufrieden sein, was ich später als meine Ehefrau nennen kann. Ich bin der Meinung, als Mann sollte man nicht den Einverständnis seiner Eltern holen. Im Grunde genau heirate ich ja als Mann eine Frau. Also ich würde sie nicht sofort heiraten auf jeden Fall. Ich will gucken, ob die überhaupt mir passt, auch vom Typ her. Ich wollte auch meine Eltern fragen, ob das okay ist, ob ich mit ihr ein paar Jahre abhängen kann. Und weil meine Eltern wissen sehr viel halt über mich und sie wissen halt, was das Beste für mich ist. Deswegen finde ich, meine Eltern entscheiden das lieber. Natürlich Eltern überzeugen und von der Frau zum Beispiel erzählen und ja. Okay, also kann man sagen, erstens, eure Eltern das zustimmen müssen und zweitens, dass sie auch zum Teil bestätigen, ob ihr heiratsfähig seid oder nicht. Ja, genau. Ja, das muss sein. Okay. Für meine Eltern, ganz ehrlich, ist egal. Hauptsache, dass die Muslime ist. Sie respektiert mich und meine Familie. Sie respektiert ihre Familie auch. Das reicht. Mehr brauchen wir nicht. Also ich glaube, dass laut islamischem Gesetz die Zustimmung vom Vater bei der Frau, oder? Ich rede von deinen Eltern. Die würden zustimmen, ich brauche die gar nicht zu fragen. Okay. Ja, wenn ich jetzt dahin gehe und sage, Alhamdulillah, ich habe eine Frau gefunden, die gottesfürchtig ist und die hat Akhlaq und die weiß sich zu benehmen. Oder der erste Punkt, der mir auch wichtig ist, der Respekt. Wenn die ihre Eltern nicht respektiert. Gibt es Voraussetzungen, die dir deine Eltern stellen, damit sie sagen können, guck mal, jetzt kannst du heiraten, jetzt bist du heiratsfähig? Ich glaube nicht, nee. Keine. Also meine Schwester hat letztens geheiratet und die Voraussetzungen waren natürlich erstmal, dass der Religion stimmt und dass der Charakter stimmt. Und das Rest haben wir erst später besprochen, weil mein Schwager kommt aus China. Chinese? Ja, der ist Mashallah. Chinese und meine Schwester ist ja auch Türkmen. Warte mal. Haben die das Video auf Social Media geteilt? Ja, das waren die. Hast du mitbekommen? Seine Schwester ist Türkmen, hat mit einem Chinesen geheiratet. Er hat Arabisch gesprochen, ne? Ja, er hat Arabisch gesprochen. Das war sein eigener Wunsch. Er ist ja auch konvertiert, deswegen kann er auch ein bisschen Arabisch aufgrund des Islams. Okay. Und er wollte das einfach von Herzen machen, damit er zeigt, dass er alles für die machen würde, dass er so mutig ist sozusagen. وشكرا لكم من قلبي حبيب قلبي ان شاء الله بكون ادعي الاماني مع بطول ان شاء الله على يجعل هي الخطوه بركه ومحبه ان شاء الله شكرا لكم ما شاء الله كل شيء ان شاء الله على الدين والايمان Ich habe das Video gesehen, Bruder. Subhanallah. Sagt deine Schwager, schöne Grüße von mir. Ich küsse dein Herz, Bruder. Deswegen mein Vater hat gesagt, erstmal muss der Islam passen und dann der Charakter und das Rest kann man ja besprechen. Wie heißt dein Vater? Mohammed. Mohammed Amja. Ich küsse dein Herz. Okay. Ja, man sollte auf jeden Fall schon mal vorher standhaft im Leben sein, einen Job haben, ein gewisses Einkommen haben. Aber ja, jetzt einfach so in die Ehe ohne nichts würde ich auch nicht. Ja, Ich glaube, meine Eltern können mich schon sehr gut einschätzen und ich glaube, die hätten eigentlich kein Problem damit, dass ich jetzt im nächsten Moment heiraten könnte. Okay. Ja, ich sollte standhaft sein, bereit sein, dass ich für eine Frau sorgen kann. Inshallah danach. Bestimmt so arbeiten und so. Bestimmte Alter. Alter und so arbeiten. Gibt es dann auch Hindernisse, die dir deine Eltern stellen? Konkret zum Beispiel, bei einigen Kulturen sagt man, du darfst nur diese Kultur heiraten. Um halt Missverständnisse zu vermeiden, würde ich halt empfehlen, dass man eine Frau aus derselben Kultur heiratet, aber ist nicht zwingend notwendig. Also, Hauptsache ja, vielleicht dieselbe Religion haben, wird vieles vereinfachen auf jeden Fall im Leben dann. Okay. Das heißt aber, deine Eltern sagen nicht, guck mal, wenn du eine Frau nach Hause bringst, dann darf die nur von dieser Kultur sein. Das gibt es nämlich manchmal, deswegen frage ich. Natürlich, aber natürlich wäre das für die Eltern vielleicht ein bisschen schöner, weil das vielleicht einfacher wäre, weil man die Kultur schon kennt, aber ist jetzt nicht so zwingend notwendig. Es ist ja so, dass man die eigene Nationalität dann eben bevorzugt. Genau, bevorzugt. Aber das Wichtigste ist, dass sie eben Muslima ist oder Muslimin ist. Und genau, wenn sie keine Muslim ist, dann wird das schon problematisch sein. Das ist ein bisschen schwierige Frage, weil 16 Jahre alt sind noch nicht so weit. Ich glaube eher schon muslimisch, würde ich sagen. Also zum Glück sind meine Eltern jetzt nicht so. Also ich habe selber 2 Schwägerinnen. Die eine ist Türkin, die andere ist aus dem russischen Raum, also Kasachstan, so die Gegend. Und deswegen, ja, ich sag mal, es gibt schon Sprachbarrieren, sage ich ganz ehrlich, ja. Meine Mutter kann halt nicht so gut Deutsch. Man verständigt sich halt schon mit Händen und Füßen. Aber an sich, sehen ist entspannt. Sie sagen auch immer, solange die Frau gut zu dir ist,
und sie dich zu einem vollwertigen Mann macht, ist alles gut. Nein, ich bin der Meinung, dass ich eine rechtschaffene Frau heirate. Es spielt keine Rolle, was für eine Kultur. Nein, meine Mutter oder meine Eltern würden mir nicht sagen, dass ich eine Wohnung haben sollte oder eine nicht haben sollte oder wie auch immer. Aber ich bin der Meinung, wenn man schon heiratet, dann sollte man eine Wohnung nehmen. Das ist deren voll egal. Die sagen, Hauptsache, du bist glücklich mit ihr. Sagen deine Eltern zum Beispiel, du darfst nur eine Kurdin heiraten? Nein, sagen das nicht. Also egal, auch wenn du mit einer deutschen Frau kommst oder einer libanesischen? Aber Hauptsache Muslimen. Ja, Hauptsache Muslime und so. Genau. Bei uns Kurden, das ist so, ja, die machen das, aber in meiner Familie nein. Also für uns ist wirklich nur, dass sie richtige Muslim ist, dass sie betet und so Kopftuch trägt. Zum Beispiel jetzt wir aus dem Libanon nehmen gerne auch eine Frau aus dem Libanon. Warum? Die hat unsere Kultur. Wenn ich jetzt mit einer Frau spreche, die meine Sprache versteht, dann kann ich an deinem Herz greifen, weißt du? Ich kann dir meine Gefühle beichten. Denkst du, dass deine Vorstellung bezüglich der Ehe sich mit der Vorstellung deiner Eltern zu 100% deckt? Oder gibt es da vielleicht, auch wenn es nur ganz kleine Differenzen sind, vielleicht Unterschiede? Ja, also ja, ich glaube schon. Ich glaube manchmal unterschiedlich, aber auch irgendwie auch gleiche Meinung. So. Nein, ich glaube, da gibt es immer Differenzen. Ich denke mal, Eltern haben immer ein bestimmtes Bild im Kopf von der perfekten Ehefrau für meinen Sohn. Aber ich glaube, meine Interessen gehen weit weg von denen meiner Eltern. Und die Eltern haben meist eine Vorstellung, dieses Mädchen ist perfekt, dieses Mädchen ist perfekt. Aber wohin mein Schicksal mich hinführt, Allah alam, das kann ich nicht wissen. Bestimmt anders, ja. Ja, vielleicht andere. Also können wir sagen, aufgrund dessen, dass du unterschiedliche Vorstellungen in einigen Dingen vielleicht hast zu deinen Eltern, dass ihre Meinung und deine Meinung subjektiv zu betrachten ist. Also kann man diese nicht absolut oder objektiv betrachten. Nicht 100%. Nicht 100%. Ja, genau. Definitiv, ja, klar, ja. Stell dir vor, wir spulen so ein bisschen mal in die Zukunft. Du hast eine Familie. Eines Tages steht ein Mann vor dir und sagt, ich möchte deine Tochter heiraten. Was müsste der Mann für Voraussetzungen erfüllen, damit du sagen kannst, du kriegst meine Tochter? Also das ist jetzt nochmal eine sehr interessante Frage. Wie im Koran steht, dass schlechte Frauen bekommen schlechte Männer und die schlechten Männer bekommen schlechte Frauen. Und eben also genau dasselbe auch bei den guten Menschen. Und ich glaube, ich würde auch so eine Frau wollen, auch die genauso wie ich ist. Ich will das auch, dass er eben auch diese Voraussetzungen erfüllt hat, was das Thema Religion angeht. Und also, dass er natürlich so nett ist, respektvoll ist und gut dargestellt ist bei den Menschen. Also ich würde erstmal auf den Imam gucken, wie ist er im Leben und natürlich den auch vorher erst mal kennenlernen, bevor der meine Tochter heiraten würde. Okay. Er soll auf jeden Fall eigentlich mal sich so gut benehmen, also nichts Schlimmes machen, zum Beispiel nicht Drogen annehmen oder halt sich betrinken und für meine Tochter zum Beispiel da sein, so wenn sie was braucht, dass sie da ist und so. Ich muss erstmal gucken, ob der überhaupt Moslem ist. Und wenn das ist, dann erst bei der ersten Besprechung, dann quatschen wir ein bisschen. Und dann gucke ich so, wie sein Charakter ist, sozusagen. Und wenn der Charakter passt, dann würde ich ihn halt zum zweiten Mal einladen und tiefere Gespräche führen. Gute Frage. Ich glaube, da muss sich jeder mal ein bisschen mit reinversetzen. Also für mich wäre zuallererst natürlich wichtig, dass er gottesfürchtig ist, genug Taqwa hat, Gottesfurcht auch für seine Frau, also meine Tochter hat, sie im Guten und im Schlechten zu ihr steht und nicht nach den kleinsten, sag ich jetzt mal, Problemen sagt, hey komm, ich habe keinen Bock auf dich oder sonst was. Dann gibt es gewisse Sicherheiten auch. Das will ja jeder für seine Tochter. Also ich gebe jetzt nicht, dass jetzt irgendjemand kommt und sagt, ich will deine Tochter heiraten, okay, du bist perfekt für mich. Ich glaube, da gibt es auch bestimmte Sachen, zum Beispiel, die ich ihm testen möchte. Welche Gottesfurcht hat er? Betet er? Ich glaube, wenn er gottesfürchtig genug ist und ich weiß, was er in meiner Tochter sieht, und ich natürlich auch die Frage an meine Tochter, was sieht sie in ihm? Wenn jetzt einfach nur, es gibt sowas, man nennt das sowas wie Habbul Murahaqa, ja, also dieses Jugendliebe. Das ist ja meistens, es läuft leider in die falsche Richtung. Also zuerst, ich achte sehr stark auf der Aqida, weil viele sagen, wie unser Prophet Muhammad sagte, es werden 73 oder ich gehe davon aus, 74 Richtlinien von den Islam sein. Das ist erstmal Grund und Gäbe. Ich muss achten, wie diese Person ist, ob dieser Mann auch für meine Tochter achten kann, sorgen kann, ob er sie auch weiter bei Allah nähert und für deren Jannah kämpfen. Dann ja. Also erstens kann er auf meine Tochter halt aufpassen. Fühlt sich meine Tochter wohl mit ihm? Wo wird ihr Leben halt und so weiter. Und es ist mir wichtig auch natürlich, wie er auf den aufpasst und ob er nett ist. Auch sein Typ ist mir auch wichtig und ja. Der muss so anständig sein und so. Und der muss halt richtig nett sein, also nicht sagen. Er muss so anständig sein. Ich würde sagen, dass er ein Haus haben soll, ein Auto, einen Job und sich mit dem Islam auch gut auskennt. Zum Beispiel 5-mal am Tag beten, Koran liest und sonstiges. Ich will, dass die gleiche Frage fragen, ob der die 5 Gebete betet wurde und seine Familie respektiert, seine Religion respektiert. Das reicht. Mehr braucht man nicht. Weil Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte,
Man ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqah fazawwijuhu. Also wenn Khuluq ist okay ist, dann reicht das, Bruder. Mit Din und Khuluq, das reicht, mehr braucht man nicht. Geld und alles, Schönheit, Aussehen, das kommt und geht und keiner bleibt wie er ist. Erklär mal für unsere Zuschauer, was Khuluq bedeutet. Khuluq ist Akhlaq, weißt du, das kommt von Akhlaq. Ich kann das nicht wirklich so gut auf Deutsch erklären, aber Akhlaq, dass man eine reife, gesunde Verhaltensweise hat, dass man sich sauberes Leben, sauberes Benehmen sozusagen. Religion, A und O. A und O, das ist die erste Frage von meiner Seite aus, wer betest du? Die erste Frage. Ich weiß, worauf du hinaus willst, weil viele momentan so eingestellt sind, was arbeitest du, wie viel verdienst du, kannst du das, kannst du für meine Tochter sorgen, das ist mir scheißegal. Allahu ar-Razzaq. Wer ist der Versorger? Das interessiert mich nicht. Bruder, nimm mir bitte das Mikrofon in die Hand und sprich zu den Eltern bitte. Gerne. Möchtest du mehr Videos von diesem Format, in denen wir die Stimmen und die Gedanken der Umma mit dir teilen? Dann unterstütze uns, indem du unseren Kanal abonnierst, die Glocke aktivierst und uns ein Like hinterlässt. Also mein Rat an jeden Elternteil, die erste Frage, die ihr stellt, sollte nicht sein, was arbeitest du, wie viel verdienst du, kannst du für meine Tochter sorgen. Allah ist ar-Razzaq, Allah versorgt. Die erste Frage sollte sein, betest du, kennst du einige Suren auswendig? Erzähl mir mal Geschichten über unsere Propheten, ob das Ibrahim a.s. ist, den Allah sich zum Freund nahm, ob das Mohammed ist, der sehr viele Hürden gegangen ist für uns, für die Umma. Das sollte erste Priorität sein und nicht Dunya. Das ist alles nur Dunya-Kram. Im Endeffekt ist die Welt sowieso vergänglich. Stell dir jetzt nun vor, du warst dieser Mann und hast den Vater überzeugt und ihr habt geheiratet. Aber jetzt entstehen Probleme in der Ehe und die Probleme werden an die Eltern herangetragen. Du trägst diese Probleme zu deiner Familie, sie trägt diese Probleme zu ihrer Familie. Jetzt ist die Frage, ist es wahrscheinlicher, dass eure Eltern und dass ihre Eltern diese ganzen Angelegenheiten objektiv bewerten können oder würden die das eher subjektiv aus ihrer eigenen Perspektive bewerten, um ihre eigene Seite zu verteidigen? Also es gibt eine berühmte Geschichte, ich weiß jetzt nicht, wer das genau war. Also es gab wohl einen Streit zwischen einem Ehepaar und dann ist das Mädchen zu ihren Eltern gegangen. Sie hat aber nicht gesagt, dass mein Mann sich mit mir gestritten hat. Sie hat nur gesagt, ja, mein Mann ist verreist, er kommt in einer Woche wieder. Ja, und sie war bei ihren Eltern. Nach einer Woche kam der Mann und wollte sie eigentlich abholen. Sie hat ihn an der Tür empfangen und hat ihm gesagt, hey, ich habe meinen Eltern nicht gesagt, dass wir uns gestritten haben, sondern habe gesagt, du bist verreist. Sie ist in seinen Augen noch weiter gestiegen an Wert, weil sie nicht gesagt hat, dass sie sich gestritten haben, sondern weil sie eine Version erfunden hat, um ihn bei ihren Eltern weiterhin in Pracht zu halten. Und so sollte es eigentlich sein. Dass wir nicht, wenn wir nach jedem Streit zu unseren Eltern, ja, die macht gerade so und so, einfach mal ein bisschen was für uns behalten und Streitereien untereinander lösen. Also ich sag mal so, natürlich sollte man Streitigkeiten innerhalb des Hauses erstmal für sich behalten und untereinander klären, bevor man das an die Eltern weiterbringt. Das ist jetzt keine einfache Sache, weil es gibt Eltern, die mischen sich gerne in sowas ein. Und was zwischen der Frau und dem Ehemann bleibt, sollte auch unter dem Ehemann und der Frau bleiben. Wenn es Probleme entstanden sind und ich eben diese Probleme zu meiner Eltern getragen habe, dann werden wir als Familie das sachlich betrachten. Man sozusagen versucht, beide Seiten zu verstehen. Also ich denke so. Ich würde sagen eher sachlich. Also kann ja sein, dass die Frau jetzt im Unrecht ist und der Mann hat Recht. Und wenn das Glas klar ist, dann sollte man es am besten objektiv betrachten. Genau, das ist das, was es sein sollte. Aber in der Realität ist das so, dass die Seiten nicht objektiv sind und ihre eigene Seite verteidigen. Dein Denken ist leider, muss ich sagen, ein Wunschdenken. Das ist in den seltensten Fällen der Fall. In den meisten Fällen sind sogar die Eltern und die Schwiegereltern die Gründe, warum es zu einer Scheidung kommt. Also ich glaube, das ist erstmal subjektiv bewertet, weil es ist ja ihre Tochter und die vertraut ihre Tochter mehr als irgendein Kind, das der erst vor ein paar Jahren gesehen hat. Nein, Kann nicht nein, ich denke nicht. Man sollte das Problem von beiden Seiten anhören. Genau, das meine ich. Ja. Deine Eltern haben ihre Seite nicht angehört und auch wenn sie ihre Seite anhören, werden sie wahrscheinlich in den meisten Fällen so auch trotzdem nicht objektiv bleiben können, weil du nämlich ihr Kind bist. Das heißt, die Eltern können sich auch irren, oder? Auf jeden Fall. Von ihrer Seite aus ist das immer eine gefährliche Sache, weil jeder Elternteil richtet sich dann nach dem Kind, weißt du? Zum Beispiel jetzt von der Frau's Seite aus, die Eltern schauen dann auf die Frau und sagen, ja, du hast recht, der Mann ist so und sei so und so zu deinem Mann. Und die Eltern werden zu mir sagen, ja, du hast recht, die Frau ist so, sei so und so zu viele geben auch schlechte Nasiha, deshalb sollte man es immer lieber für sich behalten. Die Eltern sind, ob das Freunde sind, vor allen Dingen Freunde, weil sehr viele Ehen wurden auch getrennt durch Freunde. Die ganze, also beide nehmen eine sehr subjektive Meinung. Also ich sag mal, dadurch, dass jeder natürlich erstmal nur die eine Seite hört und nicht die andere Seite, hat jeder erstmal eine eigene Geschichte im Kopf.
Okay. Und das wird noch zu meinem Problem. Jeder glaubt auf diese Seite und zu dieser Seite, was die erzählt. Ganz genau. Weil keiner erzählt, dass er falsch ist, keiner sagt, dass er schuldig ist, weißt du. Jeder schiebt das immer auf die andere Seite. Also können wir sagen, dass auch manchmal Eltern falsch liegen können, weil wenn sie nur auf eine Seite sind, Manchmal Eltern sind schlimmer als die Kinder, die haben, wirklich. Manchmal die Kinder sind erwachsener als die Eltern. Jetzt möchte ich dir eine Information geben, was du auch nachlesen kannst. Wusstest du, dass in Deutschland fast jede zweite Ehe mit einer Scheidung endet? Kann ich mir gut vorstellen, ja klar. Das weiß ich, sehe ich das selber auch. Ja. Ja. Subhanallah. Wusste das tatsächlich so schon? Nein. Nee, wusste ich nicht. Nee, das wusste ich nicht. Soll ich dir die Gründe dazu nennen? Gerne. Eines der größten Gründe ist Kommunikationsprobleme, weil Mann und Frau sich nicht intensiv genug austauschen. Die Frau fühlt sich nicht verstanden vom Mann und der Mann fühlt sich nicht verstanden von der Ehefrau. Der zweite Grund sind finanzielle Probleme, weil in den meisten Fällen die Kinder von den Eltern, wo sie 20.000, 30.000 Euro Kredite ziehen müssen, dann haben sie bereits schon vor der Ehe finanzielle Probleme. Schmeißt eure Kinder nicht in das Verderben rein. Unterschiedliche Werte und Lebensvorstellungen, was sich auch während der Ehe ändern kann. Das heißt, man könnte jetzt fragen, man kennt doch die Person vorher, bevor man ihn heiratet, ja. Aber selbst in der Ehe entwickelt sich der Mensch oder verändert sich der Mensch. Und viertens, negativer Einfluss durch das Umfeld. Und da gehört Eltern und Schwiegereltern eine sehr große Rolle. Haben deine Eltern dich schon mal über die islamischen Voraussetzungen erzählt, was du brauchst, um ehefähig zu sein? Ja, natürlich aufgeklärt schon, aber man kann sich auch heutzutage selber informieren. Gibt es genug Videos im Internet und genug Texte, die man selber lesen kann und da steht alles geschrieben. Also. An sich ja. Meine Eltern haben uns schon darauf vorbereitet. Ja. Die Voraussetzungen in der Zukunft, wie man mit der Frau umgehen sollte. Nein, nicht alles, nein. Nicht alles? Nicht alles, nein. Vielleicht wüssten die auch selber nicht genug so davon, so, weiß nicht. Ja, also ich muss auf die Frau gut aufpassen auf jeden Fall. Und ich darf schon mal auch über 18 heiraten können. Und ja, die haben mir davon nicht so viel erzählt, aber ich weiß schon mal, ich muss auf die Frau gut aufpassen. Das ist schon mal wichtig. Und ja, das war es eigentlich. Bei meinen Eltern war es jetzt nicht so. Bei mir auch nicht. Sie haben mich nicht darauf aufgeklärt, weil sie das so sehen, dass ich noch nicht so weit bin, dass sie so mit mir darüber reden. Ja, aber sonst. Also nein, sie haben mich auch nicht so aufgeklärt. Ich habe das zum ersten Mal mit meiner Schwester erlebt, also wie das so abläuft. Und ansonsten haben wir noch nicht so viele Infos gegeben. Also manchmal redet man darüber, klar, aber so detailliert haben wir noch nicht darüber gesprochen. Du bist nicht der Erste heute, dass unsere Brüder nicht aufgeklärt werden. Warum zum Beispiel haben deine Eltern nicht mit dir darüber geredet, obwohl sie wissen müssten, du bist 16, er ist ein voller Erwachsener sozusagen. Und wir haben ja vorhin gesagt, auch Eltern können sich irren. Ja. Stimmt das? Haben wir ja gesagt. Ja. Unsere Eltern können falsch liegen oder unsere Eltern können es verpasst haben, uns eine gewisse Erziehung zu geben, um vorbereitet zu sein auf die Ehe, damit sie wissen, wie sie sich vorbereiten müssen und wie sie sich auch verhalten müssen. Und wir haben jetzt aus diesem Gespräch erkannt, dass deine Eltern dir diese Voraussetzungen nicht erklärt haben, was aus islamischer Perspektive, was die Voraussetzungen sind. Ich würde die dir gerne nennen. Das erste ist, dass man Muslim ist, dass man Allah bestätigt, dass man sich zum Islam bekennt. Das zweite ist, man muss eine geistige Gesundheit besitzen, man muss Verstand besitzen und man muss volljährig sein. Du hast gesagt 18. Ab wann kann man theoretisch diesen Verkehr haben? Ich glaube von 16 bis 18 ungefähr. Also wenn man in der Pubertät ist, oder? Genau. Sobald man in der Pubertät ist, du hast jetzt 16 gesagt, aber bei einigen ist es schon bei 13 oder bei 14. Genau deswegen sagt der Islam, wenn der Junge schon seine Pubertät erreicht hat, ist das für ihn der Zeitpunkt, dass er heiraten kann. Sage ich jetzt, jeder, der jetzt in der Pubertät ist, soll heiraten, das sage ich nicht. Warum? Wir bemerken heute, allein durch die Gespräche, dass viele Jugendliche noch nicht mal das beigebracht bekommen haben, was die Voraussetzung ist, islamisch zu heiraten. Trotzdem haben sie das Bedürfnis nach einer Frau. Das heißt nicht, weil der Islam sagt, wenn man in der Pubertät ist, dass man heiraten darf, dass das falsch ist. Nein, das Falsche ist die Erziehung, dass die Jugendlichen dieses fehlendes Wissen von den Eltern nicht bekommt, was die Voraussetzungen sind. Und dass die Eltern das Erwachsenwerden von den Kindern hindern, indem sie ihnen keine Verantwortung geben oder indem sie das sehr nach hinten schieben. Dass man Wissen hat über die Ehe. Ja. Deine Pflichten und Rechte in der Ehe. Das heißt, deine Pflichten gegenüber deiner Ehefrau, aber auch die Rechte von deiner Frau. Und finanzielle Stabilität, weil du musst ja derjenige sein, der für Miete, für Unterhalt, für Essen, für Kleidung sorgt. Auch für deine Frau. Das ist deine Pflicht, mein Bruder. Was denkst du, was das größte Bestreben eines jeden Muslims ist,
beziehungsweise sein sollte? Das Wohlgefallen Allahs zu bekommen. Dass man dem Gott oder dem Allah zufriedenstellt. Halt muslimisch bleibt, so ja, nicht falsche Sachen zu machen. So immer so auf gerade Weg zum Beispiel zu sein und nicht so falsch abwägen. So. Die 5 Grundlagen des Islams zu erreichen. Wir als Muslime, wir glauben an den Jenseits. Als Ziel sollte natürlich unser Vorbild Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Willst du? Erzähl. Jannah, das Paradies. Allah sagte, وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ إِنِّي أَنَا الرَّزَّاقُ الْكَرِيمُ. Allah, der erwartet nichts von uns, außer dass wir unsere Gebet machen und unsere Pflicht, was wir im Islam machen sollen. Die 5 Säulen zu befolgen. Über den 5 Säulen ist das Ziel was? Ich gebe dir vielleicht mal aus dem Koran, aus der Quelle, dann sprechen wir direkt aus dem Koran. Was ist das größte Ziel eines jeden Muslims? Also aus Surah Az-Zariyat, Vers 56. Ich habe die Djinn und die Menschen nur dazu erschaffen, dass sie mir dienen. Kann man das so nehmen, Bruder? 100%. Auf jeden Fall. Kann das denn moralisch und ethisch falsch sein, zu versuchen, die Zufriedenheit von Allah zu erlangen? Also können wir dadurch falsche Eigenschaften bekommen? Eigentlich nein. Wir haben ja darüber geredet, wenn wir 10 Menschen anhalten würden, dass wir unterschiedliche Meinungen zur Ehevorstellung. Dann habe ich dir eine Streitsituation geschildert, dass dann beide Seiten eher ihre Seite decken werden, sodass man das auch nicht objektiv bewerten kann, sondern subjektiv bewerten kann. Viele Menschen in unserem Umfeld haben, die uns versuchen zu beeinflussen oder beeinflussen können, die aber subjektive Meinungen haben. Die haben ja erkannt, dass auch unsere Eltern falsch liegen können. In Streitfällen können wir sagen, dass die Meinung von Allah oder die Gesetzmäßigkeiten, die sich aus dem Islam ergeben, auch subjektiv zu betrachten sind? Oder sind diese als objektiv und als absolut zu betrachten? Absolut und werden so objektiv gesehen. Absolut. Allahs Wort steht über allem. Ich denke absolut. Das sagt unsere Religion. Wenn wir durch unsere Religion so leben, weil wir sind Mu'min, wir sind Muslime, wie Allah sagt in der Surah 59, ich habe euch erschaffen, damit ihr mir dienen, dann sollten wir auch so leben. Ich würde sagen, objektiv und absolut zu betrachten. Objektiv und absolut. Absolut, 100%. Wenn man nach dem Islam geht und nach Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, absolut. Wir haben jetzt erkannt, dass es Differenzen geben kann zwischen deinen Eltern und auch anderen Verwandten. Ich möchte dich fragen, wenn du irgendwann heiratest, würden deine Eltern zu dir kommen und würden sagen, Ahmed, hier hast du ein Ticket, flieg du nach Indonesien, wir werden deine Ehe führen, wir werden deine Probleme klären? Nein, meine Eltern werden das nicht machen. Die werden das gar nicht tun. Ich glaube nein. Auf keinen Fall. Nein. Keiner. So eine Familie gibt es nicht, Bruder. Das würde ich nicht erlauben. Abgesehen, ob du das erlauben würdest, würden das deine Eltern machen? Nein, würden die nicht. Die würden das nie sagen und nie machen. Es gibt auch keine Elternteile, es gibt auch keine Freunde, es gibt niemanden auf dieser Welt, der zu dir kommt und deine Eheprobleme klärt. Niemand wird kommen und deine Ehe retten. Worauf ich hinaus möchte, ist das, jeder einzelne Mensch wird zur Rechenschaft gezogen und dieser Vers sollte auch eine Bestätigung dafür sein, dass wir selbst dafür verantwortlich sind, um dieses Wissen im Islam anzueignen. Ich möchte auch an dieser Stelle einen Vers aus dem Koran mitteilen, was auch ein bisschen unsere Augen öffnen sollte. In Surah 4, An-Nisa, Vers 135, sagt Allah, O, die ihr glaubt, seid Wahrer der Gerechtigkeit, Zeugen für Allah, auch wenn es gegen euch selbst oder die Eltern und nächsten Verwandten sein sollte. Ob er, also der Betreffende, reich oder arm ist, so steht Allah beiden näher. Darum folgt nicht der Neigung, dass ihr nicht gerecht handelt. Wenn ihr die Wahrheit vertretet oder euch davon abwendet, gewiss, so ist Allah dessen, was ihr tut, kundig. Eine sehr große Bestätigung aus dem Koran, dass wir sehr oft mit Verwandten oder vielleicht sogar mit unseren Eltern Meinungsunterschiede haben können. Keiner wird kommen und deine Ehe retten, wenn die mal brennen sollte. Möge Allah bewahren. Umso mehr ist es wichtig, dass ihr die Richtlinien, die Gesetzmäßigkeiten aus dem Islam lernt, die Verhaltensweisen lernt. Wie hat der Prophet seine Frau behandelt, wenn sie zum Beispiel mal schlecht drauf gewesen ist? Es ist deine Aufgabe, mein Bruder, dass du dich darum bemühst, das Wissen zu bekommen, als Ehemann, wie man eine Familie führt, der in der Lage sein muss, Probleme zu managen. Wir haben die Verantwortung, selbstständig mit der Frau zusammen für eine harmonische Ehe zu sorgen. Alle anderen Meinungen, was sie über deine Ehe denken, was sie über deine Ehe sagen, muss und sollte unwichtig sein. Nur das, was das Absolute uns sagt, Koran und Sunna, ist das Wichtigste überhaupt. Du musst in der Lage sein, dich zur islamischen Ehefähigkeit zu bringen, selbst wenn man unterschiedliche Meinungen zu Menschen in seinem Umfeld hat. Wir müssen das vom Absoluten betrachten. Was sind die Maßstäbe, was Allah uns vorgegeben hat, zu sagen, du bist jetzt ehefähig. Gerade deshalb müssen wir als Mann, der die Hauptverantwortung der Ehe hat, uns mit Gewissheit auf die Ehe vorbereiten. Und deswegen sind wir hier auf der Straße und versuchen, unsere Brüder zu sensibilisieren in dieser Hinsicht. Weil die meisten
oder sehr viele durch ihre Eltern in eine Ehe hereingedrängt werden, obwohl sie noch gar nicht so weit sind. Und weil sie die Hoffnung haben, mein Sohn ist noch nicht ausgereift, aber vielleicht wird die Frau dazu führen, dass er in der Ehe ausgereift wird, die eigentlich vielleicht eine gute Ehe haben möchte, die aber aufgrund dieses Ehemannes, der sie selber noch nicht führen kann, kaputt geht. Und werfen eigentlich diese Ehe schon in ein Feuer rein. Und deswegen möchten wir hier ein bisschen für Aufklärung sorgen, auch für unsere Ikhwa und Akhwat, damit sie wissen, was sie hinterfragen sollen überhaupt, wenn es dazu kommt. Jetzt möchte ich dich nochmal fragen, mein Bruder, nachdem wir das Ganze jetzt betrachtet haben. Denkst du, du könntest jetzt sagen, ich bin bereit für die Ehe? Oder konntest du durch dieses Gespräch jetzt so ein bisschen erkennen, ob du vielleicht doch einige Lücken hast, die du erstmal schließen müsstest, islamisch gesehen? Ja, müsste ich. Ich weiß noch nicht sehr viel darüber. Auch wenn es einfach aussieht, ich glaube nicht, dass das einfach ist. Jetzt zu heiraten, das wäre noch viel zu früh, weil ich habe jetzt momentan sehr wenig. Erstmal einen guten Job, ein gewisses Budget, das braucht man ja sozusagen für die Ehe, für eine gute Ehe. Wenn ich jetzt heiraten würde, würde das mir und der Mädchen auch schaden. Nein, also ich wäre nicht bereit, ab heute direkt zu heiraten. Du bist ein Bruder, der hat ein gutes Test, Alhamdulillah. Du bekennst dich zum Islam. Wir haben jetzt erkannt, dass dir noch ein bisschen Wissen fehlt. Und damit du so weit bist, würden wir dich gerne unterstützen, mein Bruder. Mein geehrter Bruder. Ja, danke schön, ey. Vielen Dank. Das ist ein Buch, in dem aus Koran und aus Sunna die Geheimnisse für eine erfolgreiche Ehe zusammengefasst worden sind. Wenn es euch am Herzen liegt, dass ihr irgendwann keine Talahon-Kinder haben möchtet, dann solltet ihr euch darauf vorbereiten. Ich lege dir das ans Herz, lies das. Du wirst davon einen Nutzen haben. Du wirst dich charakterlich weiterentwickeln. Dadurch und wir auch Hasanat bekommen. Natürlich. Und inshallah, ja, hoffe ich, dass Allah dir eine Frau schenkt, von dem er zufrieden ist. Von denen du darauf zufrieden bist, Bruder. Dankeschön erstmal für das Buch. Also das ist wertvoll als alle anderen Dinge, ich sag mal so materielle Dinge, weil das ist eben auch sozusagen so das Ziel des Lebens für mich. Möge Allah uns alle recht leiten und uns alle ein gutes Leben geben. Unser Kanal ist spezialisiert darauf, dass wir nur Muslime ansprechen, weil wir immer mehr bemerken, dass ihnen, obwohl sie sagen, der Islam ist für mich das Wichtigste, dass ihnen einiges an Wissen fehlt. Und wir sind ein Kanal, um für Muslime halal und Alternativ-Content zu bieten, weil es sehr viele verwerfliche Dinge gibt im Internet, die sie konsumieren und wir möchten eine Alternative für sie sein. Was denkst du über unser Konzept? Würdest du gerne ein Feedback dazu abgeben? Ich finde das sehr gut und ich finde das auch sehr funktionslos und nutzvoll. Also ich finde das Konzept wirklich gut und sehr hilfreich. Vor allem dieser Buch könnte wirklich sehr hilfreich sein und seine eigenen Fragen zu bedecken. Ist eine super Sache. Also ihr habt auf jeden Fall meine Unterstützung und sowas brauchen wir gerade im deutschsprachigen Raum. Ja? Ich sag's immer wieder, im deutschsprachigen Raum. Wir sind wirklich gerade mit sowas unterbesetzt. Es gibt leider heutzutage sehr viel Fahscha, ja, sehr viel Munkar auf dieser Welt. Und gerade das, was heutzutage in den sozialen Medien gerade, ja, sei es YouTube, rumläuft und also das sind wirklich, sie verderben unsere Jugend, kann man wirklich so sagen. Und es ist wirklich wichtig und richtig, dass wir Muslime da wirklich etwas Alternatives anbieten, islamgerechtes, islamformes anbieten, um die Jugendlichen davon auf jeden Fall fernzuhalten. Ich finde es schön, dass es unter uns noch Muslime gibt, die den Islam bemühen, den anderen die Augen aufzumachen, dass man unsere Brüder und unsere Geschwister wieder sieht. Ich finde euer Konzept eigentlich ganz gut. Ihr bringt auch Muslime, die vielleicht nicht so viel über den Islam wissen, dass die auch mehr was beibringen. Zum Beispiel bei Heiraten, da wusste ich halt nichts viel. Ich weiß nur, dass man die Frau gut behandeln muss, aber sie haben mir noch mehr Fakten gegeben. Also ich finde es super, dass mal einer macht. So. Die Leute müssen mal darauf hingewiesen haben, zum Beispiel, was sie benachdenken sollten, wenn sie jetzt eine Ehe durchführen möchten oder heiraten. Ja, ich finde auch, das ist gut und so. Das ist perfekt, das ist gut, wenn man was für Religion macht. Ich finde das sehr schön und sehr stark von euch, dass ihr sowas zu machen. Wirklich. Also mein größtes Respekt darauf, dass ihr das macht und dass ihr euch selbst die Zeit dafür nehmt, dass ihr das macht. Also sehr, sehr stark und möge Allah euch ermöglichen, noch stärker zu sein und noch mehr dafür zu tun. Habe ich dich irgendwie mit meinem Interview verletzt oder irgendwie gekränkt? Nein. Also du hast mich gar nicht verletzt und noch ein Geschenk dazu bekommen. Jetzt habe ich bessere Einsichten. Ach, überhaupt nicht, Bruder. Gar nicht. Nein, gar nicht. Gar nicht. Ich kann nur wiedergeben, dass es sehr schön ist, dass wir darüber sprechen können, dass es überhaupt solche Menschen noch gibt, die sowas wiedergeben. Nö, hat mich gar nicht verletzt. Ich finde es auch gut. Ich habe was beigebracht bekommen, wovon ich nicht viel wusste. Und ich finde es eigentlich gut, dass sie mich geinterviewt haben, weil daraus lerne ich auch was. Daraus lernen wir alle was. Nein, gar nicht. Nee. Gegenteil. Im Gegenteil, wirklich. Wir sind mit Interesse gekommen, sag ich dir ehrlich. Ganz ehrlich,
wir finden das gut, was ihr macht. Wir haben direkt vom Weiten schon gesagt, allein durch dein Allahumma barik schön waren, gesagt, das ist irgendwas Islamisches. Lass uns mal dahin. Nein, Bruder, gar nicht. Ich freue mich, Bruder. Ich freue mich, wenn ich einen Muslim sehe auf die Straße. Ich habe wirklich Schwierigkeiten mit so also einen Freund haben, so, der wirklich nah von Allah ist. Damit wir zusammen beten oder zur Moschee gehen, Bruder. Alle die ich kenne, Bruder, kommen wir gehen, Party machen, kommen wir gehen. Weiß nicht was, egal was, aber Hauptsache das ist Haram, was die. Deswegen freue ich mich, dass du da bist, dass du mich gefragt hast. Eine letzte Frage, Bruder, noch an dich. Darf ich dich umarmen? Natürlich, Bruder. Der Prophet Mohammed, Friede sei auf ihm, sagte sinngemäß, die Gläubigen sind in ihrer gegenseitigen Liebe, Barmherzigkeit und Mitgefühl wie ein Körper. Wenn ein Teil des Körpers leidet, dann leidet der gesamte Körper. Wir sind eine Ummah, wir sind ein Körper. Falls euch diese Botschaft gefallen hat und ihr diese Dauer unterstützen möchtet, würde es uns erheblich unterstützen, wenn ihr uns abonniert, einen Like hinterlässt und die Glocke aktiviert. Bleibt am Start, seid aufmerksam. Fi amanillah.